Heute wollen wir mal nicht über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen, sondern über ein Thema, was oftmals oder in den letzten Monaten gar nicht so im Fokus stand, weder bei uns im Tech Talk noch eigentlich in der öffentlichen Aufmerksamkeit, nämlich das Thema Sustainability. Das heißt, wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen und haben uns dafür auch ein konkretes Thema rausgenommen, was auf die meisten Unternehmen jetzt in den nächsten Monaten zukommt, nämlich den sogenannten digitalen Produktpass und was es damit auf sich hat und warum der dann auch für die meisten Produkte tatsächlich verpflichtend sein wird und was die Konsequenzen daraus sind und dass das mit Aufwand, aber auch mit Vorteil verbunden ist. Darüber spreche ich heute mit Malte Trienens. Malte ist bei mir einer meiner Doktoranden, die genau in diesem Themenfeld forschen und freue mich, dass er heute auch die Zeit gefunden hat, dass wir dazu sprechen können. Hallo Malte. Hi Roman. Du forschst auf dem Thema Nachhaltigkeit, unter anderem auch auf das Thema digitaler Produktpass. Wenn du jetzt am Sonntag bei deiner Familie zu Hause bist und beim Mittagessen, wie würdest du es möglichst einfach erklären, worüber du eigentlich da genau forschst? Wenn ich damit anfange, beispielsweise mit meiner Frau darüber zu sprechen, dann versuche ich immer erstmal zu sagen, dass wir irgendwie Technologie nutzen, um nachhaltiger zu werden. Und dann sind wir im Bereich Produktentwicklung angesiedelt. Das heißt, wir wollen Daten irgendwie brauchbar machen, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Und da ist natürlich dann eine Technologie, wie zum Beispiel der digitale Produktpass, eben super sinnvoll, super wichtig, den wir mit betrachten wollen, um dann eben Daten auch aus der Betriebsphase, aber auch aus zum Beispiel der Entwicklung von vorgelagerten Prozessen eben mitzubekommen. Ja, es geht beim digitalen Produktpass, wir gucken gleich ein bisschen stärker da rein, aber jetzt wahrscheinlich dann sehr viel auch um Transparenz zu schaffen zwischen den relevanten Informationen über das Produkt während der Entstehung des Produktes, als auch dann später, bis hin dann auch zum Recycling. Das Ganze kommt dir aber jetzt ja nicht von ungefähr. Das ist jetzt nicht, weil du dir das in der Doktorarbeit überlegt hast, ich würde gerne mal über das Thema Transparenz der Daten und Produktpass promovieren, sondern es ist tatsächlich ein regulatorisches Thema. Wo kommt das denn so her? Was sind so die Ursprünge dieser Idee? Genau, also betrieben wird das Ganze durch die EU. Die Europäische Kommission wollte eben das Ziel setzen, einen neuen klimaneutralen Kontinent zu schaffen. Das Ganze haben sie dann umgesetzt mit dem EU Green Deal, der erstmalig das ganze Thema Nachhaltigkeit auch gesetzlich dann verankert hat. Und hier bedarf es natürlich dann irgendwie Instrumenten, irgendwelchen neuen Ansätzen, Innovationen, um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, dann auch CO2-Neutralität beispielsweise voranzutreiben. Und dieser digitale Produktpass ist eben ein Instrument, der bereits im Green Deal dann genannt wurde, um das Datenthema greifbar zu machen. Und das geht dann weiter über Ökodesign-Richtlinien, über den Circular Economy Action Plan, wo das ganze Thema Kreislaufwirtschaft dann auch verstärkt mit in Bezug genommen wird. Und letztendlich endet das auch viel in den ESPRs, den European Sustainable Product Regulations, die dann eben besagen, wie der Produktpass aufgesetzt ist, also Anforderungen an meinen Produktpass stellt, die so ein bisschen dieses ganze Thema Ökodesign-Richtlinien erweitern wollen und auch konkrete Informationen liefern soll, die der Produktpass enthält. Wenn man sich allein mal den ESPR genauer anschaut, stehen hier über 100 Informationen und Datenpunkte drin, die dann vielleicht für mein Produkt spannend sind, kommt natürlich dann immer auch auf das Produkt, ja, welches dann betrachtet wird. Ja, wir gucken schon mal mit rein, aber das Erste, was einem immer auffällt, deswegen stelle ich Sie so ein bisschen provokant ja auch die Frage, wo kommt das her? Ich weiß natürlich, dass das aus der EU-Regulation letztlich kommt, aus eigener Überzeugung auch zu Recht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss das auch regulatorisch machen, aber wenn man damit anfängt und dann sagt, dann gibt es den ESPR und dann gibt es den Green Deal und dann gibt es noch die Ökodesign-Richtlinien und dann gibt es dann 100 Faktoren, die man erfüllen muss. Das ist genau der Punkt, wo ich immer die Erfahrung habe, dass viele gerade Unternehmerinnen, Unternehmer, gerade die KMU sagen, mein Gott, das ist alles so viel und herzlich willkommen in der Überverwaltung und Administration des eigentlichen Themas. Und so ist es ja nicht gedacht. Also kein Mensch schreibt ja auch ein Regulatorium, zu sagen, ich will die Leute gängeln, sondern es hat ja einen Sinn und Zweck und Sinn und Zweck ist einfach, dass wir, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, gerade bei dem Thema Produkte, sinnvoller, nachhaltiger mit den Materialien umgehen, die eindeutig endlich sind. Also mir war das oftmals gar nicht so bewusst. Ich bin kein Nachhaltigkeitsforscher, aber aus dem Gedanken des Systems Engineering beschäftigt man sich zwangsläufig natürlich immer mit dem Thema, wie endlich ein Großteil unserer Materialien auf der Welt sind. Und wenn wir die nicht wissen, wo die sind, auch wenn sie dann verarbeitet worden sind, dann können wir sie auch nicht mehr wieder verwenden. Und wenn wir sie nicht wieder verwenden können, müssen wir immer wieder sogenannte Virgin Materials abbauen, also die noch nie genutzt worden sind. Und die sind auf alle Fälle dann irgendwann nur noch ganz schwer zugänglich oder halt sind auch mit großen Umweltfolgen dann nur abbaubar. Und das macht keinen Sinn. Und deswegen ist das eigentlich die Grundlage für das Thema Recycling. Definitiv. Ich bin da ganz bei dir und gerade das Thema Daten, du hast ja angesprochen, wir müssen wissen, wo meine Materialien sind. Wir müssen aber auch wissen, wie sie genutzt werden. Wir müssen eben den Nutzen darstellen können. Und genau das sind dann eben Punkte, die aktuell, wenn wir in die Industrie gehen und dort mal mit Partnern sprechen,
gar nicht möglich sind, weil die Rückverfolgbarkeit, die Datentransparenz hier auch einfach nicht gegeben ist. Anlagen werden einfach weiterverkauft, durch Drittanbieter gewartet. Das sind ja alles Themen, wo der Produktpass reingehen will, um dann genau diese Transparenz, diese Rückverfolgbarkeit zu schaffen, um dann auch den Mehrwert zu bringen. Und ich glaube, das will ich auch nochmal betonen, dass dieser Mehrwert nicht durch die Gesetzesgebung kommt. Also klar, wir wollen den Produktpass machen, weil er gesetzlich gefordert ist. Ich sehe den großen Mehrwert aber dann auch beispielsweise im Engineering, beispielsweise in der Nutzungsphase beim Service, aber wirklich durch den Nutzen. Also wir wollen die Daten, die der Produktpass mir liefert, nutzen. Und da kommt es natürlich auch genau darauf an, was für Daten es drinstehen. Sind es rein statische Daten, aber vielleicht auch dynamische Daten aus nachgelagerten Wertschöpfungsprozessschritten. Und da wird es dann auch spannend aus meiner Sicht. Und da kommt der Nutzen, der große Mehrwert eben auch raus, um dann beispielsweise den ganzen Schrott, den wir auf der Welt produzieren, um hier dann wirklich den Recyclingprozess zu unterstützen, dass beispielsweise ein Reifenhersteller genau weiß, wie seine Reifen zusammengesetzt sind, den nicht einfach shreddert, sondern auch hier gewisse Informationen einfach nutzen kann, um dann die Materialien lange im Kreislauf zu halten. Ja, absolut. Ich kann mir auch so einen anderen Use Case immer vorstellen, um einfach zu sagen, es gibt ja auch konkrete Potenziale einfach für den Kunden selbst. Ne? Also wenn zum Beispiel, man kauft etwas gebraucht, ein Auto als Beispiel, und kann wirklich dann nachvollziehen, jetzt nicht, weil mir der Verkäufer sagt, dass erst der Hand oder was auch immer, da wurde noch nie was dran passiert, sondern tatsächlich, dass es wirklich sauber und verpflichtend dann auch dokumentiert ist, was wurde geändert, was waren vielleicht Umbaumaßnahmen an dem Auto, was für Dinge wurden gewechselt, das jetzt auf das Gesamtsystem, soweit sind wir ja sowieso noch nicht, sondern müssen wir erstmal die Komponentenebene schaffen. Aber ich glaube schon, dass das sinnvoll ist und dass man auch dann merkt, wenn man das weiterdenkt, die Nutzenpotenziale sind ja viel, viel mehr als jetzt nur die Erfüllung dieser Regulatorik, sondern tatsächlich das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, nämlich die konsequente Digitalisierung unserer Wertschöpfungsketten. Und das ist eigentlich jetzt nur ein Werkzeug, was das nutzt, worüber wir die ganze Zeit, auch wenn wir über KI sprechen, eigentlich schon machen. Wenn wir über den digitalen Produktpass sprechen, vielleicht, wie sieht der aus? Also ich glaube, die meisten, man spricht da viel darüber, aber wie sieht der aus? Wie würde man als erstes mal so einen digitalen Produktpass überhaupt erkennen? Oder woran erkennt man, dass ein Produkt einen solchen Pass hat? Ja, also ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen trennen, woran erkenne ich es? Vielleicht an einem QR-Code, an einem Produkt, vielleicht an einem RFID-Chip, den ich vielleicht gar nicht erstmal sehe, aber das, was dahinter steckt, ist ja nochmal viel mehr, als jetzt, was eigentlich auf meinem Produkt drauf ist. Und so ein Produktpass, woraus besteht der? Besteht natürlich aus Informationen. Also der zentrale Bestandteil vom Produktpass sind Informationen, die dann wieder genutzt werden können. In der Entwicklung haben wir ja gerade darüber gesprochen. Ja. Und diese Informationen sind natürlich dann produktspezifisch. Wenn ich mir eine Schraube angucke, habe ich natürlich ganz andere Produkte, als wenn ich mir jetzt ein Fahrzeug angucke. Hier habe ich dann auch Nutzungsverhältnisse, hier habe ich auch Besitzer vielleicht, ne, Produktionsdatum, Ort etc. Reparaturen, ja. Genau, Update, da sind wir bei den dynamischen Daten. Ne? Wenn ich ein Update meiner Stückliste habe, welche Ersatzteile wirklich eingekauft sind, da kann ich natürlich viel besser ein Recycling oder auch ein Reuse von meinen Komponenten, wenn mein Fahrzeug jetzt mal vielleicht einen Unfall hat oder einfach in den End of Life geht, bringen. Und ich glaube, das ist zentraler Bestandteil des Produktpasses. Natürlich habe ich noch, wenn wir von der Technologie mal her gucken, natürlich haben wir noch Dinge wie einen eindeutigen Identifier auf meinem Produkt, aber den muss ich natürlich auch verheiraten mit meinem Produktpass. Stichwort Digital Nameplate, also digitale Typenschilder, die ja auch bereits, da gibt es halt Normen, da gibt es Vorschriften, wie man das umsetzen kann. Ich habe vielleicht auch ein Webportal, weil der Gesetzgeber will natürlich auch auf meine Produktpasse gucken, ohne dass ich jetzt direkt vor dem Produkt stehen muss und Zugriff haben muss. Das heißt, auch hier solche Schnittstellen muss ich halt bedienen. Und da kommt so technologisch natürlich eine gewisse Komplexität mit rein. Also das, was wir alle kennen, sind so Typenschilder. Also keine Ahnung, macht man einen Kühlschrank auf und suche ein Reparaturteil, dann muss ich auch gucken, was für einen Kühlschrank genau habe ich und die Nummer und dergleichen. Das geht ja schon in die Richtung. Bloß der ist eben rein statisch und vor allem ist der nicht verlinkt. Dahinter ist keine Datenbank, wo wirklich, und das ist ja die Idee des digitalen Produktpasses, die ganzen digitalen Daten dahinter liegen, wo ich wirklich viel mehr rauslesen kann als vielleicht auf dem Typenschild. Das weiß man ja auch, wenn man zum Beispiel, bei mir ging mal neulich die Waschmaschine kaputt und dann habe ich im Service angerufen und der wollte natürlich dass ich ihm das alles vorlese, was auf dem Typenschild ist. Und der konnte das nachlesen natürlich dann. Der wusste dann, wann die gebaut worden ist. Der hatte eine gewisse Datenbank. Und die Idee aber weiterzudenken, dass auch mehrere, als nicht nur der Hersteller der Waschmaschine, weil der hat die Herstelldaten drin. Ne, dass dann Servicetechniker bei manchen Systemen oder Recyclinghöfe ihre Daten wieder mit reinnehmen. Das ist eigentlich so die Kernidee und die ist, glaube ich, auch spannend. Ich habe selber immer ein Projekt begleitet und ich komme ja so ein bisschen aus der Elektronik. Mich immer gefragt, bei den Elektronik, da gehen wir ja sehr unsparsam an vielen Stellen, gerade so Leiterplatinen werden ja alle geschreddert, lange Zeit noch, dann verbrannt und so, also es ist schon alles, da ist viel Potenzial und da kommen ja die ganzen Vorgänge in diese Regulatorik ja her, ne? RoHS-Verordnung als Beispiel, dass man hier die waren aber mehr auf Material, dass man zum Beispiel bleifrei nur noch lötet als Beispiel. Und das sind jetzt eigentlich die konsequente
Weiterentwicklung dieser Regulatorik, wo man gesagt hat, okay, wir haben uns über die Bestandteile, die haben wir irgendwie geregelt, dass wir zum Beispiel kein Blei in die Lote reinnehmen, dass wir bestimmte Stoffe vermeiden, weil sie einfach gesundheitsschädlich sind und am Ende des Tages, dass wir und dann bis zu dem Thema der Zirkularität kommen und dafür brauchen wir das, damit wir nachvollziehen können, wo und wie wurden diese Produkte oder die Komponenten eigentlich verwertet und wieder veredelt oder verändert. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja, definitiv. Also gerade dieses ganze Thema Rückverfolgbarkeit, das haben wir jetzt ja heute schon oft angesprochen, ist, glaube ich, sinnvoll, dass wir das mit dem Produktpass adressieren. Wenn ich mir jetzt den Wartungstechniker angucke, der dann deine Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, vielleicht sich in seiner Zentrale anschauen kann und das dann sogar auch mit den Bauteilen, die bereits updated wurden, das ist ja heutzutage eigentlich gar nicht möglich oder nicht Stand der Technik, dass solche Dinge funktionieren, dann biete ich natürlich den großen Mehrwert. Ne? Also gerade auch für Recycling-Unternehmen für nachgelagerte Prozesse. Also da bin ich total bei dir. Absolut. Ne? Wenn man sich die ganze Kette ja mal so anschaut, also wir kommen ja mehr so aus dem Engineering, in unserer täglichen Forschungsarbeit interessiert uns natürlich, welche Entscheidungen treffen wir bei der Planung und der Entwicklung des Produktes. Also nehmen wir schon, ich meine, da entscheidet man ja sehr viel, welche Materialien man verwendet und kann ja schon ein bisschen vorhersehen, ob das jetzt zum einen die Materialien selbst aus Sicht der Nachhaltigkeit eine gute Wahl sind, oder ob überhaupt die Struktur des Produktes es hergibt, eine Reparaturfähigkeit sicherzustellen oder eben eine Modularisierung dann notwendig. Aber das ist wirklich ja nur ein Teil, den wir manchmal so ausblenden, weil wir halt da drauf forschen. Und tatsächlich finde ich total spannend. Ich hatte neulich einen Termin hier bei Firma Miele. Das ist ja bekannt, dass wir mit denen hier auch zusammenarbeiten. Aber es wird sicherlich bei anderen Waschmaschinenherstellern oder ähnlichen Produkten ähnlich sein. Und hatte einer der Geschäftsführer gesagt, sie ist jetzt neulich einfach mal auch auf einen Recyclinghof gefahren, um zu sehen, was passiert eigentlich ganz am Ende der Kette. Also was passiert eigentlich an der Stelle, wo wir eigentlich den Blick als Unternehmen oder als Konsumenten schon längst wieder verloren haben. Und jeder war schon mal auf einem Recyclinghof und weiß, wie Umstände da sind. Also das ist weit davon entfernt, wie wir entwickeln. Wir entwickeln, sage ich, im Verhältnis dazu einen Reinraum und alles penibel und wirklich, und dann hinten raus wird einfach brachial auseinandergenommen. Und ich glaube, darüber sich auch nochmal Gedanken zu machen und dafür diese Idee eines Produktpasses, die ja noch bis dahin weiterzuführen ist, glaube ich, mega spannend und ist, glaube ich, auch notwendig. Und wir sind von einem guten Recycling oder Wiederverwertung und damit auch von einer Circular Economy gar nicht so weit entfernt, wie viele sind im Glauben, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ne? Ja. Ich glaube auch gerade, dass wir diese Dinge im Engineering auch betrachten können. Also ein Reuse, ein Recycling, vielleicht auch ein Remanufacturing, also das ganze Thema R-Strategien. Ja. Da kann der Produktpass ein wirkliches Potenzial bringen, weil ich natürlich mit dieser ganzen Transparenz der Wartungsinformation, Transparenz der Nutzungsinformation, hier kann ich natürlich den großen Mehrwert auch im Engineering liefern, was du angesprochen hast. Wie kann ich mein Produkt modular gestalten? Wie kann ich mein Produkt auch demontierbar gestalten? Ich muss gewisse Informationen mitliefern, einen Demontageplan, irgendwie Entsorgungsinformationen hinsichtlich gefährlichen Stoffen und so weiter. Und ich glaube, gerade da, der Recycler kann eben bereits frühzeitig im Engineering schon mitbedacht werden, wenn mein Produkt nach 20 Jahren Nutzungsphase wieder wirklich dann auf diesem Recyclinghof landet, der oft sehr unstrukturiert ist und wo oft dann einfach vieles in den Schritt funktioniert. Ja, zumindest brachialer Zug jetzt auch mal so. Ne? Also ich glaube, die haben da schon ihre Struktur und so. Auf jeden Fall. Aber da ist die Frage stellt sich ja, ob man diese Wertschöpfungskette nicht integriert. Also man entwickelt, produziert und sollte wahrscheinlich auch wieder verwerten. Es gibt ja auch einen ganz anderen Kontext, der hier das Beispiel der 100% verwertbaren Wasserflasche, das ist ja ein bekannter Supermarktkette, die ja wirklich hier das hinbekommen haben, diesen gesamten Kreislauf zu schließen, und da wird man sicherlich hinkommen. Ich finde auch das Beispiel schön, das kennen die meisten mit den Handys. Es gibt ja diese refurbished Handys, also Apple als ein Anbieter, der ja sehr viel da macht, weil die immer noch so einen hohen Restwert haben. Und genau da dann zu wissen, ich kaufe ein refurbished Handy und alle Daten und Informationen auch als Kunde nochmal zu verstehen. Und ich weiß auch, alle davor konnten wissen, wo kommt das her. Und nicht jeder verwertbar oder aufwertbar sagt, oh, keine Ahnung, was das jetzt wieder ist und was da schon mal gemacht worden ist. Das sind schon auch Mehrwerte, um einfach die Lebensdauer der Systeme einfach wahnsinnig zu verlängern. Also von da riesen zum Potenzial für das Thema. Was sind so für welche Produkte? Also jetzt wird das ja nicht sofort scharf geschalten, aber wann soll der digitale Produktpass verpflichtend sein? Also für Batterien mit der Batterieverordnung, der EU-Batterieverordnung wird das Ganze für 2027, Anfang 27 für Batteriehersteller, für Industrie- und Fahrzeugbatterien erstmal spannend. Ja. Natürlich müssen die sich ja auch dann anschauen, die Anforderungen an meine Lieferanten ändern sich. Das heißt, ich muss natürlich auch meine Lieferanten mit ins Boot holen, hier Informationen auch bekommen. Das ganze Thema Datenverfügbarkeit ist ja sicherlich eine riesen Herausforderung aktuell noch im ganzen Kontext. Ich muss meinen Recycler mit ins Boot holen, welche Informationen braucht er. Genau, das ist das für das ganze Thema Batterien.
Aktuell werden dann in sogenannten so delegierten Rechtsakten, die von der EU erarbeitet werden, das Thema für Stahl und Eisen und auch für Textilien vorbereitet. Aber sicherlich ist der Plan, dass man bis 2030 und darüber hinaus halt eine Vielzahl von weiteren Produktgruppen. Ja, das Textilien, also Kleidung und dergleichen, das ist ja ein Riesenthema. Ich hatte das überhaupt nicht meine Baustelle, ne? Machen wir hier im Institut gar nicht, aber ich habe das wirklich mal gelesen, wie viele Millionen Tonnen das eigentlich sind, die wir im Jahr herstellen und eigentlich auch wieder wegschmeißen. Es gibt, glaube ich, keine Produktgruppe, die man so schlecht wieder entsorgt wie Textilien, weil dann kommen so Faktoren rein, gar nicht, dass man sie nicht braucht. Man kauft auch einen Großteil der Klamotten nicht, weil man sie braucht, sondern weil man sie schick findet und dann fällt die Mode irgendwie anders aus oder irgendwie gefällt es einem dann doch nicht an einem oder bei anderen sagst du, und dann wird das zum Teil einfach entsorgt. Da gibt es natürlich auch andere Ansätze da rein, aber das ist, glaube ich, das würde auch so einem Thema einfach extrem gut tun, ne? Weil das ist, fängt wirklich bei sowas an wie Klamotten und nicht unbedingt bei Hightech gleich. Ne? Batterien 2027 ist echt nicht mehr lange hin. Ich glaube, es war mal sogar schneller geplant, aber ich denke, das ist wie bei allen Regularien, sehen wir jetzt auch bei dem ganzen Thema Sustainability-Regeln oder Berichterstattungsthemen, dass man den Unternehmen, der Industrie auch Zeit geben muss, da umzustellen. Das ist, mein Gefühl ist immer, ich habe noch keinen Unternehmer oder Unternehmerin gefunden, die sagen, das finde ich total doof und so. Wir wollen keine Zirkularität haben. Ganz im Gegenteil, die würden das ja sich alle wünschen, weil das ja auch Kosteneinsparungspotenziale massive sind. Aber die Industrie hat halt Jahrzehnte anders getickt. Und das lag nicht am Einzelunternehmen, sondern einfach an der gesamten, auch der globalen Industrie. Und deswegen ist es so wichtig, sowas auch global zu regeln, weil es müssen sich ja schon die Wertschöpfungsketten in Summe ändern und nicht nur einzelne kleinere Sachen. Deswegen, ich denke, mit den Fahrzeugbatterien, da hat man schon einen großen Hebel und ein großes Thema gefunden, wo, glaube ich, alle mitmachen können und das auch machbar ist, definitiv. Ich glaube, gerade das Thema global zu denken, wird auch eine Herausforderung werden. In Europa haben wir das ganze Thema Nachhaltigkeit schon vorangebracht mit den einzelnen Gesetzesgelagen. Ich habe mal in einem Termin mit einem US-Amerikaner gesprochen, aus einem global aktiven Unternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit in den USA oder auch in China ist noch nicht so weit gedacht wie jetzt in Europa. Ich denke sicherlich hier die gesamte Lieferkette mit einzubeziehen, wird sicherlich nochmal spannend und eine gewisse Fragestellung, wie man das nachvollziehen kann. Ich glaube, in Europa an sich ist schon sehr starkes Verständnis dafür da, dass wir zirkulärer werden wollen. Und ich glaube man muss nicht nur die Unternehmen mitnehmen, sondern auch die Enabler, also gerade auch Drittanbieter für vielleicht einen Produktpass. Vielleicht will ich keine unternehmensspezifische Lösung haben, auf Standards aufsetzen und da sind dann eben auch Drittanbieter sicherlich spannend, große Tool-Vendoren wie einen Siemens oder ein Dassault System, aber natürlich auch kleine Startups. Und ich hatte da letztens auch einen Termin mit einem Startup, wo auch an diesem ganzen Thema Produktpass mitgearbeitet wird und die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass man das parallel mit Unternehmen zusammen entwickelt, dass man hier Schnittstellen aufbaut, dass man schaut, was überhaupt notwendig ist dann für mein Produktpass am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich denke, für Startups ist das ein riesenspannendes Thema, weil sich ja immer, wenn sich Wertschöpfungsketten ändern, verschieben, besteht die Möglichkeit, da als neuer Player mit einzusteigen, als in einer existierenden Wertschöpfungskette. Ich finde, will aber die EU oder wie findet man in der Diskussion bei Nachhaltigkeit, da stellen wir uns in Europa oder in Deutschland manchmal auch so als die Guten da. So. Also wir machen das aus Überzeugung daraus. Und ich finde, gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist das ausschlaggebende Argument, dass das funktioniert, dass es sich ökonomisch lohnt für die Unternehmen. Also es muss so attraktiv sein, dass die Unternehmer sagen, es lohnt sich einfach auch finanziell. Ich habe neulich mit einem Unternehmen gesprochen, die haben fast eine komplette Kreislaufwirtschaft hinbekommen für Smart Meter, weil das ja auch da gut funktioniert, weil alle 6 Jahre muss das dann ausgewechselt werden, dann kommt das wieder bei denen, dann wechseln die da, ich sage mal, 2 Kondensatoren aus und vergießen das neu, also nachdem sie es gereinigt haben und dergleichen, und dann geht eigentlich im selben, ich glaube so ein Messinggussteil, das Ganze wieder raus, kenne mich dann den Teil nicht aus. Aber das fand ich schon sehr spannend und der Geschäftsführer hat einfach zu mir gesagt, wir sparen damit halt massiv an Materialkosten und sind damit wahnsinnig profitabel geworden. Und ich glaube, das sind auch die Cases, wo es sich wirklich lohnt, ne? Wenn man wirklich dann es ökonomisch sinnvoll hingestaltet. Und dann werden auch viele Länder auf dieser Welt dem folgen, weil dem ökonomischen Argument, gerade man ins USA oder auch China, das ökonomische Argument ist das meist überzeugendste Argument in der globalen Wirtschaft. Das ist einfach so. Und es ist auch jetzt nicht völlig verkehrt. Und dementsprechend muss man das in Einklang bringen. Und deswegen dürfen halt Regularien nicht an diesen ökonomischen Punkten vorbei. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Genau, und das haben wir heute auch jetzt oft diskutiert. Ich glaube, der spannende Punkt ist wirklich, die Nutzen vom Produktpass in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, wir machen es, weil es gesetzlich gefordert wird. Genau. Und natürlich das Thema, wie kann ich einen finanziellen Mehrwert auch für mein Unternehmen bringen, neue Dienstleistungen, vielleicht neue Services anbieten können, so ein bisschen in Richtung Products DPP as a Service. Gibt es viele Unternehmungen, die da auch schon laufen.
Genau, und dann aber auch im Engineering das mitzudenken und so weiter. Also das sind sicherlich spannende. Ja, absolut. Ich meine, viele Unternehmen, kennen das ja aus den letzten Jahren, wollen hier Smart Services anbieten und hatten aber gar nicht die technologische Grundlage dazu. Der digitale Produktpass ist eine Möglichkeit, stärker in so eine Richtung auch eine Erweiterung des eigenen Portfolios hinzubekommen, weil wir haben ja oft so diese Mentalität, ich sage jetzt mal, man kauft bei uns aus dem Katalog Produkte ein und wir wissen gar nicht, was danach passiert. Und das ändert sich ja durch den digitalen Produktpass definitiv in alle Richtungen. Ne? Also deswegen ist das spannend. Also es ist nicht nur ein Überwachungsinstrument, sondern es ist vor allem ein Kontroll- und Steuerinstrument. Und so soll man das auch als Unternehmen dann nutzen. Wenn jetzt Unternehmen sich sagen, okay, wir bestellen jetzt keine Fahrzeugbatterien her und keine Kleidung, aber uns wird es vielleicht dann in den nächsten Jahren irgendwann auch mal treffen. Wie sollten die sich am besten darauf vorbereiten? Was wären jetzt clevere Schritte, die man machen sollte? Mit dir sprechen, klar, aber was würdest du jetzt so ganz aus der Sicht heraus für sinnvoll halten? Genau, also sicherlich ist es erstmal eine Frage, sich auch intern damit zu beschäftigen. Was für Produkte habe ich? Werden die irgendwie in der nahen Zukunft gesetzlich relevant? Wenn das erstmal nicht der Fall ist, glaube ich aber schon, dass man sich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil aufbauen kann, wenn man erstmal sich intern klar wird, wie kann ich den Produktpass nutzen? Dafür brauche ich natürlich erstmal aber auch die Informationen, die in meinen Produktpass reinkommen. Ich muss meine Produkte anschauen, wie kriege ich es hin, die Informationen dann auch wirklich zu bekommen. Thema Datenverfügbarkeit, Qualität und so weiter. Ich glaube, definitiv auch strategische Partnerschaften suchen ist ein Punkt, der sicherlich einen Mehrwert liefert. Vielleicht direkt mit Startups zusammenarbeiten. Das ganze Thema Venture Clienting ist ja bei uns ein Thema, was sicherlich auch spannend für Unternehmen ist, sich hier eigene Lösungen mit reinzuholen. Ja, und dann einfach auch Piloten starten. Ne? Quick Wins aufnehmen, vielleicht etwas ein Produkt zu starten, das nicht so komplex ist. Das Weiterdenken und dann skalierbare Technologie verwenden. Ne? Wir reden oft über einen digitalen Zwilling, PLN-Systeme, Dinge, die wir schon haben. Erste Versuche starten. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, um einfach dann von unten auf Bottom-up lernen zu können und dann eben immer weiter skalieren und dann auch meine Fahrzeuge, wenn es dann am Ende des Fahrzeuge sind, dann auch vollumfänglich in den Produktpass abbilden zu können. Ja, super. Also im Prinzip muss ich das Thema Nachhaltigkeit bei all meinen Digitalisierungsaktivitäten mitdenken. Das ist ein zusätzlicher Parameter letztlich geworden und deswegen ganz wichtig. Malte, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du kannst jetzt am Sonntag gut entspannt zum Mittagessen gehen bei deiner Familie. Ich weiß nicht, ob du das vorhattest, aber wenn nicht, dann glaube ich, kannst du da gute Einblicke geben in deine Forschungsarbeit. Das überzeugt ja doch meistens. Es ist immer so schwierig, dem eigenen privaten Umfeld zu erklären, was macht man als Forscher oder Forscherin. Von daher sehr viel Spaß hat mir gemacht. Vielen Dank, dass du heute zum Gespräch da warst. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und vor allem mal Einblicke in dieses Thema digitaler Produktpass. Das kommt, das ist super wichtig. Man muss aber nicht mit Angst daran gehen, sondern so wie Malte da wirklich mit einer gewissen Offenheit und von auch einer Stärke, aus einer Position der Stärke heraus, für was kann ich das tatsächlich für mich alles nutzen. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, in den nächsten Tech Talks einfach ein bisschen mehr über das Thema Sustainability zu sprechen. Weil ich glaube, das ist echt etwas, was wir in der ganzen Diskussion über KI, über Energie, über viele Technologiethemen ein bisschen vergessen haben, wie wichtig das Thema ist und dass das vor allem dann regulatorisch nicht den Unternehmen auf die Füße fällt. Dafür müssen wir auch was tun. Vielen Dank. Auf jeden Fall.